Ich habe es versprochen, hier ist es, der Vergleich SX10 gegen SX200. In dem Video zum Arc-System SX200 hatte ich es bereits versprochen. Hier ist es. Und zwar habe ich heute hier das SX10, die kleine Schwester vom Flaggschiff SX200. Dieses Video kann nicht für sich alleine stehen, sondern muss immer als Fortsetzung von dem Review vom SX200 gesehen werden. Deswegen ist hier jetzt auch irgendwo der Link eingeblendet, wo ihr nochmal zurückgehen könnt und dann eben meine ausführlichen Worte zum Arc-System SX200 anschauen könnt oder auch ein bisschen zur Story von Arc-System. Das werde ich jetzt alles nicht nochmal erwähnen. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, aber auch zu diesem Visier gibt es jede Menge zu sagen. Und dieses ganze Review muss natürlich jetzt auch immer im Vergleich stehen. Also ich werde jetzt immer wieder darauf eingehen müssen, was kriegt man hier weniger oder was kriegt man hier auch. Denn das SX200 ist eine ganze Ecke teurer im Vergleich zu diesem Visier hier. Wir reden hier von einem Preisunterschied von aktuell rund 100 €. Und da stellt sich natürlich die Frage, worauf muss ich verzichten? Dann schauen wir uns das doch mal an. Ich würde jetzt einfach mal Stück für Stück durchgehen. Fange hier bei der Montage an. Wir haben einen Montageblock für den Bogen, der im Vergleich zum SX200 nicht geklemmt ist, sondern durchgeschraubt. Das heißt, ich habe hier eine Schraube, die muss ich komplett rausdrehen und dann habe ich hier diesen Block, wo der Carbonausleger draufkommt. Das ist natürlich nicht so schön, weil bei den Premium-Wettkampfvisieren muss man das in der Regel nur lösen, beim SX200 eben auch. Die Gefahr besteht, dass man diese Schraube hier verliert. Auf der anderen Seite ergibt das aber eine sehr feste Verschraubung, also auch nicht verkehrt. Dann habe ich hier 5 Punkte, an denen ich diesen Ausleger befestigen kann. Das ist auch deutlich weniger als das SX200 hat. Da waren das nämlich 16 Punkte. Einer noch hier ganz vorne und dann eben 15 über die ganze Länge, sehr fein abgestuft. Das sieht man hier, ne? Das sind nicht solche feinen Stufen. Da muss man eben auch ein bisschen Abstrich in Kauf nehmen. Dann haben wir hier die Verstellung. Eine Rändelschraube oben, keine auf der Unterseite. Da ist also nur die Möglichkeit, dass man es hier einstellt und wir haben nur 8 Klicks pro Umdrehung. Wir haben also eine etwas weniger feine Feinverstellung. Wir haben das gleiche Prinzip mit der Schnellverstellung. Einen messingfarbenen Knopf, den man reindrückt und dann eben schnell verstellen kann. Und dann wieder die restliche Verstellung über diese hier findet. Wir haben also damit eine Präzision von 0,1 mm pro Klick im Vergleich zum SX200, da waren es 0,04. Kann man jetzt darüber streiten, braucht man die Präzision, aber man kriegt hier eben dafür, dass man weniger ausgibt, auch ein kleines bisschen weniger Einstellpräzision, was ich absolut fair finde. In der Seite übrigens das gleiche, auch die hier hat 8 Klicks, geht etwas schwerer gerade noch und eben hat auch dann 0,1 mm und auch die Seite hat bei Arc-System immer die gleiche Präzision wie die Höhenverstellung. Wir haben hier einen Verstellweg von 91 mm, das sind 4 mm weniger als das SX200 hat, also auch da, das ist aber sehr nah beieinander, das würde ich fast nicht zählen. 4 mm Differenz, aber der Vollständigkeit halber sei es gesagt, man hat hier weniger Verstellweg über die ganze Höhe und wir haben die Einstellung der Entfernung nicht über diese feinen Nadeln. Das SX200 hat auf dem Visierschlitten auf beiden Seiten eine feine Nadel, die man auch noch unterschiedlich verstellen konnte und damit ließ sich das sehr präzise einstellen. Das Visier hat hier nur so eine Nadel reingefräst, also ich sag mal, man kann die Oberkante des Blocks nehmen, um seine Einstellung zu finden, oder man kann eben dieses hier verwenden. Das ist aber nicht ganz so schön, das ist nicht ganz so präzise. Also eben auch da. Generell wurden einfach weniger Teile verwendet. Es wurden Teile verwendet, die leichter herzustellen sind. Und an solchen Stellen hat eben Arc-System versucht, ein bisschen Geld zu sparen und gibt es auch an den Kunden weiter, der eben ein günstigeres Visier bekommt. So, das war es aber auch schon fast mit den Unterschieden und da habe ich jetzt mit angefangen und jetzt will ich mal ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten eingehen, die dieses Visier wieder in einem etwas besseren Licht stehen lassen. Wir haben auf der Habenseite, wenn man so möchte,
ein hochwertig hergestelltes Visier, made in Frankreich. Wir haben einen Carbon-Ausleger. Wir haben eine wirklich stabile Konstruktion, also das wiegt auch was, das hat auch Qualität, da ist Material verarbeitet, wenn man so möchte, was ich schön finde. Wir haben diesen super steifen und stabilen Carbon-Ausleger, der fast die gleiche Form hat. Das Trapez ist umgedreht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, im Vergleich zum SX200. Jeder, der jetzt die Möglichkeit hat, auf das andere Video zu klicken, kann das mal prüfen. Wir haben griffige Rändelschrauben, die schön verarbeitet sind, wo man hier sehr sauber drankommt und sehr sauber einstellen kann. Das ist also im Grunde vergleichbar. Die haben etwas andere Formen, aber ansonsten sind die im Grunde gleich. Wir haben eine gelaserte Markierung hier, die auch nicht abgehen wird. Wir haben auf der anderen Seite dieses gleiche Markierungsband, über das ich in dem Video vom SX200 so geschwärmt habe. Also auch das sind sehr, sehr viele Punkte, wo sich diese beiden Visiere gleichen und wo man die gleiche Qualität und auch die gleichen Möglichkeiten eigentlich bekommt, obwohl man eben deutlich weniger Geld ausgibt. Und dann zu guter Letzt haben wir das gleiche Wechselkopfsystem. Das verwendet tatsächlich exakt die gleichen Wechselköpfe, also man kann die sind austauschbar. Und ich schraube jetzt mal hier so einen Krontunnel dran. So. Und das ist halt dieses Prinzip. Darüber hatte ich in dem anderen Video auch schon sehr viel gesprochen. Man kann also jetzt, wer jetzt mitdenkt, man kann also auch an dieses Visier einen Compound-Wechselkopf anschrauben. Man kann auch einen Wechselkopf anschrauben, der in der dritten Achse verstellbar ist, für Scope. Man kann also auch dieses Visier wieder für Recurve und für Compound verwenden. Und man kann eben mehrere Wechselköpfe kaufen, unterschiedliche Krontunnel schnell austauschen. Also das ist auch wieder hier ganz toll möglich und das finde ich toll. Das finde ich wirklich Wahnsinn, dass das nicht gespart wurde und damit ist das SX10 eben auch sehr vielseitig einsetzbar. Und auch das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Es ist die gleiche Tasche dabei. Wir haben also diese super stabile Tasche mit zusätzlichen Innenfächern, mit Klettverschlüssen, wo man das Visier drauf befestigen kann. Das ist genau die gleiche Tasche wie beim SX200 und auch die gibt es dazu. Und auch das finde ich wirklich toll. Das SX200 gibt es ja in so vielen Farben, bei denen die Knöpfe hier eloxiert sind entsprechend. Auch das SX10 gibt es in 7 verschiedenen Farben, in Schwarz, Silber, Blau, Rot, Lila, Orange und Grün. Und auch hier sind die Knöpfe entsprechend eloxiert. Hier ist es halt nur einer weniger, weil hier unten keine Rändelschraube ist. Wir haben also 1, 2, 3 und die Schraube vom Wechselkopfsystem. Aber auch das gibt es und auch da gibt es Ersatzkits. Wenn man also nach ein paar Jahren keine Lust mehr auf seine grünen Schrauben hat oder auf seine orangenen Schrauben, dann kann man das eben tauschen. Also unterm Strich sehr, sehr viel fürs Geld. Hier und da muss man etwas Abstriche in der Präzision hinnehmen. Man muss etwas Abstriche in den Einstellmöglichkeiten hinnehmen, zum Beispiel hier beim Ausleger. Aber wenn man damit zurechtkommt, kann man hier für deutlich weniger Geld ein Visier kriegen und kriegt aber die gleiche Qualität, die Arc-System eben an den Tag legt, die sie liefern. Und von daher auch dieses Visier für den Einsteiger oder auch für den Fortgeschrittenen eine echte Empfehlung. Und wer sich jetzt immer noch nicht sicher ist, ob er eher zum SX10 oder zum SX200 tendiert, einfach mal in die Kommentare schreiben, was gefällt euch gut und was gefällt euch nicht so gut an dem SX10. Und das ist auf jeden Fall spannend zu hören. Und ansonsten, das war's. Danke und bis zum nächsten Mal.